Hi, ich bin Marie, Marie Lung. Ich lege auf, bin DJ und wohne in Berlin. Okay, dann fangen wir an mit der ersten Frage. Also so als Hintergrund, es ist ja jetzt lange Zeit zwischen deiner ersten Vinylplatte, die du gehört hast, vielleicht im Teenageralter, und wirklich der Planung, okay, du release jetzt deine erste eigene Vinylplatte. Und da die Frage, warst du schon damals, war der Wunsch schon da, okay, du hast Vinyls gehört, du hast Vinyls gesammelt, gefeiert, war damals schon der Wunsch da, okay, ich möchte auch irgendwann das selbst machen? Und wenn ja, wie hat sich dieser Wunsch entwickelt, dann wirklich zu dem Release, der bald stattfinden wird? Also dieser ganze Prozess von Musik hat wohl richtig gestartet, so vor 13 Jahren, also es ist schon lange Zeit her, wo ich quasi auch angefangen habe, feiern zu gehen und angefangen habe, auch Platten zu kaufen und mein Freundeskreis halt auch viel Musik gemacht hat und man zum ersten Mal so in Kontakt damit kam. Und ja, also der erste Vinylkauf, klar, es gab schon was im Teenage-Alter, aber so richtig bewusst, dass man damit auch vielleicht später was zu tun hat, war tatsächlich so mit 20 erst und da konnte ich es mir auf jeden Fall noch nicht vorstellen. Also es war erst so, okay, ich taste mich da mal ran und guck mal und es hat sich dann einfach so entwickelt, würde ich sagen. Ja. Und du hast ja dann schon angefangen zu DJen, lange bevor du jetzt deine erste Vinyl released. Genau. Wie war dann dieser Schritt? Also wie war dieser Denkprozess oder der Antrieb, dann wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt meine eigene Vinylplatte auf? Ja, also das Auflegen, mit dem Auflegen, wie gesagt, mein Freundeskreis war halt viel mit Musik zu tun. Und da hatte ich mir damals auch 2 Technics gekauft, hatte ich relativ günstig bekommen und hatte mich voll gefreut, die zu haben, aber konnte halt tatsächlich 0 auflegen, konnte das gar nicht. Und hatte dann so einen alten, schrottigen Stand-Mixer dazu noch und habe dann quasi angefangen, richtig das zu üben. Und bei mir, ich war jetzt nicht eine von denen, die das direkt gelernt hat und irgendwie über Nacht sofort auflegen konnte. Es gibt ja so einige. Bei mir hat es echt ein bisschen länger gedauert auch. Und damals bin ich auch umgezogen, bin nach Mainz gezogen und war da in der WG. Und meine Mitbewohner mussten auf jeden Fall viel aushalten, das auf jeden Fall. Bis es wirklich richtig Klick gemacht hat. Und dann war es auf jeden Fall bis jetzt eine never-ending Love Story. Also Platten kaufen war für mich gehört immer dazu und war immer ein Prozess, der auf jeden Fall aktiv war bei mir. Ja. Wie war es jetzt bei deiner Platte, die jetzt rauskommt? Wie war der Prozess beim Produzieren? Sind noch irgendwelche Sachen dazugekommen oder Learnings von deinen vorherigen Releases? Oder? Also das ist tatsächlich meine Platte, die jetzt rauskommt, ist mein erster Release. Ich habe noch nie sonst vorher irgendwas rausgebracht. Und das ist tatsächlich auch eine ganz lustige Geschichte, weil ich habe einen Set bei Hör gehabt und das war jetzt vor ein paar Jahren. Und danach habe ich eine Nachricht bekommen von Joseph Kay aus Manchester. Der hat mir geschrieben und meinte, ja, ich finde deinen Sound irgendwie voll geil und wenn du mal selber produzierst, schick mir doch mal was rüber. Und da hatte ich gerade erst angefangen, so Baby-Steps-mäßig auch mit Ableton mich auseinanderzusetzen. Und da habe ich schon gesagt, so, ey, pass auf, ich fange gerade an, aber wir können, wenn ich was über habe oder irgendwie was auf Halde habe, dann schicke ich dir das gerne rüber. Und genau so war es. Und dann habe ich ihm halt irgendwie 2 Tracks rübergeschickt, die ich gemacht habe. Und er fand die halt auf Anhieb irgendwie gut, also es ging nochmal hin und her ein bisschen. Aber es war direkt so, okay, let's do it. Und er wollte irgendwie, oder hat jetzt ein neues Label gegründet und das ist jetzt tatsächlich die 2. Platte, die rauskommt auf dem Label. Die erste war jetzt von ihm, die 2. ist von mir und 2 machen noch einen Remix auf der Platte. Das ist einmal Matthias Reiling von Session Victim und Vriel. Genau, das kommt jetzt raus, ja. Cool, dass du mit deinem ersten Release dann direkt... Ja, voll. Du hattest ja früher, wenn ich das richtig gesehen habe, mit Industrial Techno, war so der Leidenschaft am Anfang. Und jetzt ist es zu House geswitcht. Ja, voll. Wie kam es zu dem Switch? Warum bist du von Industrial Techno zu? Ja, ich habe das immer Industrial Techno genannt, weil das sich für mich immer so angehört hat. Ja, Industrial Techno, also so fing es an. Das waren meine ersten Plattenkäufe. So Drumcode hatte ich, glaube ich, das gesamte Repertoire einmal runter. Ich glaube, im Nachhinein habe ich das gemacht, weil es irgendwie relativ einfach zu mixen ist, also auf Platte, weil es immer nur ein gerader Beat ist und so. Und es auch einfach die Musik war, die ich damals gehört habe und zu der wir ausgegangen sind. Und irgendwann hat es mich so ein bisschen, also gelangweilt will ich jetzt nicht sagen, aber es war
ich habe dann einfach gemerkt, dass ich irgendwie so Vocals und Melodien auch irgendwie ganz gut finde. Und dann hat sich das also die Clubs, in die ich gegangen bin und ich glaube auch vor allem, wenn ich so zurückblicke, wenn ich so gucke, würde ich auch sagen, dass Robert Johnson zum Beispiel auch einen großen Einfluss hatte. Das ist ein Club in Offenbach. Da war ich viel feiern, unfassbar viel feiern und die hatten auch einen Fokus auf House Music. Und das hat mir auf jeden Fall auch viel gegeben und dann irgendwann selber auch aufgelegt, also House Music Platten gekauft und es war eher so, ich habe das immer so Powerhouse genannt eine Zeit, so ein bisschen dollere House und aber auch Deep House, aber ich bin auch offen für alles andere. Also keine Ahnung, abends zum Essen höre ich jetzt auch gerne so Tommy Guerrera oder irgendwie Funk Music oder sowas. Das muss nicht immer nur elektronisch sein. Was war deine bisher verrückteste Club-Erfahrung? Oh je. Also auf Anhieb, was mir einfällt, also ich lege ja nur mit Platten auf und ich habe im Südpol in Hamburg aufgelegt. Draußen war das, Open Air. Und die Party ging schon ein bisschen, das war ein bisschen länger. Und ich glaube Sonntagmittag oder so. Sonne schien, war alles super. Und irgendwann kam eine zu mir, die schon so ein bisschen besoffen war, glaube ich. Und wollte unbedingt David Guetta hören, tatsächlich. Und da habe ich gesagt, du, pass auf, habe ich nicht. Und sorry, habe ich heute nicht dabei, so. Und dann meinte sie so, nee, also auf jeden Fall, ich glaube auf jeden Fall, kann ich mal in deinen Platten gucken. Und dann ist sie schon irgendwie in meinen Plattenkoffer halb reingegangen und wollte halt irgendwie durchgucken, ob ich jetzt irgendwie David Guetta dabei habe. Naja, so, und das war auf jeden Fall so, dachte ich so, okay, muss jetzt nicht sein. Wie ging die Geschichte aus? Ist sie irgendwie rausgeschmissen worden? Nee, Quatsch. Ich habe dann drüber gelacht so und das war dann in Ordnung. Also ich finde sowas nicht so schlimm. Solange es nicht aggressiv ist und man nicht da blöd angemacht wird, ist das in Ordnung. Alles gut. Du wirst jetzt deine erste Vinylplatte releasen. Mhm. Wie war denn der Prozess, jetzt zu lernen, zu produzieren zum Beispiel? Also es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ein Freund von mir arbeitet bei Ableton. Und ich hatte schon immer irgendwie Interesse mit Ableton anzufangen, weil ich glaube, es das einfachste ist, der einfachste Approach. Und hatte immer die Lite-Version. Und mir fehlte immer das Upgrade zur höheren Version, weil auf der Lite-Version hat man ja nur 8 Spuren. Und dann war es so, dass ich Zugriff hatte zu der Zeit, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber zu relativ viel Olivenöl, das ich bei mir gelagert hatte. Ich hatte so 500 Liter Olivenöl bei mir, weil es Zufälle ergaben, dass wir halt so viel Olivenöl zu Hause hatten. Und der eine Freund, der bei Ableton arbeitet, der hatte mich gefragt, weil wir hatten dann diesen Tausch gemacht, dass er mir halt quasi das Upgrade von Ableton gibt und ich ihm dafür 5 Liter Olivenöl gebe. Ich glaube, das war ein ganz guter Tausch. Und so fing es an, dass ich dann diese absolute Pro-Version auf meinem Laptop hatte. Und davor hatte ich schon mal, wie gesagt, mit Lite ein bisschen gemacht. Und und dann hat sich das so ein bisschen ergeben, ein bisschen rumprobiert und die ersten Chords von meiner Platte, witzigerweise, die jetzt rauskommt, da bin ich so ein bisschen ausgerutscht auf der Tastatur. Und es klang aber ganz geil. Und dann hat es sich so ergeben. Darauf hat es aufgebaut. Genau, so war das. Okay, was würdest du sagen, sind die größten Challenges für dich als DJ auf der einen Seite und jetzt auch als Produzentin? Auf jeden Fall Social Media ist ein großes Ding natürlich, großer Druck. Also es sitzt jetzt niemand da und sagt einem, du musst das jetzt irgendwie promoten und posten. Aber es ist natürlich schon, irgendwie ich mache mir auf jeden Fall den Druck, dass man da am Ball bleibt und immer wieder aktuelle Sachen postet. Ich versuche da immer tatsächlich die Musik im Vordergrund zu halten und nicht so viele Bilder jetzt nur von mir selbst. Klar, das bleibt nicht aus, wenn man halt Promo-Bilder hat, aber dass man halt versucht, irgendwie die Musik in den Vordergrund zu machen, weil ich habe das Gefühl, manchmal bei Social Media, wenn man so durchklickt, also auf jeden Fall in meinem Feed, viele DJs, oder es geht halt teilweise einfach nicht mehr nur um die Musik, es geht halt darum, wie jemand aussieht, wie er sich jetzt irgendwie präsentiert. Klar, das gehört irgendwie auch dazu, es ist halt irgendwie Showbusiness, man muss halt irgendwie auch irgendwie dann eine Show abliefern und irgendwie präsentieren, aber für mich ist da eher so die Musik im Vordergrund und das versuche ich da auch irgendwie rüberzubringen, so wie es halt irgendwie geht mit Social Media. Und genau, das ist eine Sache. Und die andere Sache ist auch noch vielleicht, dass man sich selbst so ein bisschen treu bleibt, versucht und nicht die ganze Zeit, weil ich neige auch dazu, ich denke dann immer, ich bin jetzt irgendwie nicht im Trend oder die Musik, die ich spiele, ist jetzt nicht irgendwie das, was gerade in ist, 130 BPM.
oder 140, sondern ich bin eher so bei 125 BPM unterwegs und manchmal denke ich mir dann so, oh Gott, ich muss es auf jeden Fall heute krass anziehen, um irgendwie, dass die Leute es gut finden. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Ich glaube, wenn du irgendwie dir treu bleibst und irgendwie deinen Sound spielst, das finden die Leute dann auch gut, weil das kommt dann auch rüber, fühlst du dich wohl mit und dann steht man dann nicht irgendwie verkrampft am DJ-Pult und versucht irgendwie mitzuhalten. Genau, das fällt mir jetzt so als erstes ein, ja. Geht ja auch um deine Kunst, ne? Und nicht voll, auf jeden Fall. Trends. Aber man kriegt halt irgendwie mit, was die Trends so sind. Zum Beispiel jetzt auf dem Fusion Festival habe ich aufgelegt und bin da übers Festival gegangen und da ist mir tatsächlich, also BPM-Zahl war so ab 130, alles aufwärts und ich habe es jetzt nicht mehr so krass gefühlt dann, aber es ist ja auch Geschmackssache, Gott sei Dank. Musik ist Gott sei Dank Geschmackssache. Ja. Glaubst du, es ist möglich als Artist auch ohne Social Media, also wenn du jetzt auch sagst, es ist was du nicht so magst, diesen Prozess da so aktiv zu sein, glaubst du, es ist auch möglich als Artist ohne Social Media durchzustarten oder auch erfolgreich zu werden an sich? Und wenn ja, also es gibt natürlich auch gute Beispiele, Paquita Gordon zum Beispiel oder Zip. Das sind so Leute, die sind saugroß und leben eigentlich oder durch ihre Musik sind sie bekannt und nicht, weil sie jetzt irgendwie auf Social Media unterwegs sind. Das gibt es auch, das geht auch. Ich stelle es mir jetzt sehr schwer vor, dass man da wirklich auch präsent ist, ne? Weil man muss ja auch gebucht werden von den Leuten. Promoter müssen ja irgendwie auch gucken oder irgendwelchen Content haben, dass sie einen da auf einen aufmerksam werden. Oder was, glaube ich, ein guter Weg wäre, wie es wahrscheinlich auch klappen würde, wenn du einfach von Anfang an eine extrem gute Agentur hast. Mit guten Kontakten, die dich da irgendwie auch gut vermarktet. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch funktioniert. Aber es ist fast nicht wegzudenken. Gehört dazu.